Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Players to Watch auf Server EU7. Und heute werden wir auch das erste Mal die Statistiken nutzen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Mal gucken, wie wir die auch langfristig einbinden können. Und wir wollen jetzt gleich mal anfangen. Es gibt ein paar Neuigkeiten, also ein paar neue Spieler, die jetzt dabei sind. Zum Beispiel der behaarte Dorsch, der im Übrigen, das ist wirklich einer der geilsten Namen auf dem Server, muss ich mal sagen, ja. Als Krieger spielt, dessen Waffe ich noch nicht MSA habe. Schande über mein Haupt. Dankeschön, behaarter Dorsch. Das spielt 179 aktuell als Krieger. Das ist sehr solide. Wir hatten natürlich jetzt ein paar Events. Trotzdem, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie viele Pilze er ausgibt. Anscheinend hat er 1200 gepaid. Also das ist jetzt nicht viel. Ne? Also es gilt zwar nicht als Free-to-Play-Spieler, man kann sagen als Low-Eco-Spieler und darüber hinaus hat er sich noch Free welche erspielt und dann so ein Level zu haben, sehe ich als sehr, sehr gut, zumal es eigentlich ein Roundabout echt gut genutzter Char. Wir sehen, er hat auch den Arena-Manager schon hier mit involviert, also da kann man überhaupt nicht meckern und hier wird man sehen, wie er sich wahrscheinlich noch dann demnächst hochziehen kann, also vom Rang jetzt her gesehen, aber auch natürlich vom Level von der Entwicklung. Da bin ich sehr gespannt. Es ist schön, dass er da ist. Spielt übrigens bei den Tactical Bunnies, also auch in meiner Gilde vertreten. Ein weiterer Spieler meiner Gilde, der hier dabei ist. Der Rice 2000 oder Chris 2000, der hat das Event ordentlich genutzt. Der hat 37 Level gemacht, von 216 auf 253. Hat im SA nochmal 9% on top bekommen. Der hat sich hier richtig gut angestrengt, muss ich sagen. Also ich glaube, der hat da definitiv was vor. Er ist im Durchschnittsrang jetzt bald in den Top 100 drin. Da können wir wahrscheinlich noch viel erwarten aus dem Kreis vom Gemüsegarten. Ja, und Eko Edo, der hat sich auch nicht lumpen lassen. Der hat hier im Übrigen, ist ein Kampfmagier. Also wenn ich Glück habe, besiege ich ihn. Nice, sehr gut. Die Waffe wollte ich auch haben. Der hat auch Level gemacht, 40 sogar. Der war vorher nämlich nur 217, was heißt nur. Auch er hat 80% des AR farmt. Also die haben auch das Event wirklich genutzt. Wir sehen uns auch mittlerweile die im Arena Manager, die Boni, die sind viel höher als vorher. Er ist im Moment Rang 62, lustig. Vorher war er auch Rang 124. Er hat also genau sich verdoppelt bessert quasi als Kampfmagier. Ist natürlich Apple Pay ist die stärkste Gilde, hat die besten Boni dahinter, trotzdem ist es eine sehr starke Leistung auch hier. Er ist ja jetzt nicht der levelhöchste Char seiner Gilde, aber trotzdem auch wichtig. Er trägt bei so einer Gilde auch dazu bei, dass sie langfristig Erfolg haben kann. Deshalb muss er so weitermachen. Und wer da nah rankommt, ist der El Chefe. Der hat jetzt ein bisschen was gemacht. Der war ja vor dem Event noch 168, also der hat ja fast 100 Level gemacht, also 82 Level hier einfach mal rausgeballert zu dem Halloween-Event und jetzt XP-Event. Stark. Definitiv das, was die Leute sehen wollten. Ja, also er ist ja nicht nur im Level, die Werte sind ja auch extrem nach oben dadurch geschossen. Also er ist doppelt so stark jetzt im Prinzip. Hat hier auch Black Champs dabei, auch er Marina Manager gut unterwegs. Und da kann man definitiv nicht meckern. Ist jetzt auch von der Platzierung her in Richtung Top 150 unterwegs. Und das kann man auch erwarten mit dieser Performance. Ja, ein weiterer neuer Spieler auf diesem Server ist Images von der Tactical Bunnies. Auch er wollte mitmachen. Images ist auch einer, der, glaube ich, hauptsächlich Free-to-Play spielt oder Low-Eco spielt. 163 als Magier, das würde auch grob passen. Er ist auch schon beim Arena Manager dabei. Also, wir wissen ja, behaarter Dorsch hat ein paar Pilze gepaid. Ich weiß nicht, ob Images das auch hat. So oder so trotzdem auch ordentlich. Bei uns in der Gilde ist er, glaube ich, noch im knapp, jetzt ein bisschen unterm Levelschnitt wahrscheinlich. Aber das ist auch nicht schlimm. Es ist ja immer eine Frage der Pilze. Und der Server ist noch relativ frisch. Ja, wenn man so weiterspielt und das ein paar Jahre lang durchzieht, ihr wisst es selber, steht man am Ende dann ganz weit oben da. Jetzt hier langfristig sicherlich die Top 1000 ein gutes Ziel für ihn. Ja. Images. Da kommt man direkt zu Luke Skywalker. Der war beim letzten Mal 140, ist jetzt auch 218. Der hat auch fast 80 Level gemacht, also 78. Nicht ganz die Leistung vom El Chefe, aber trotzdem auch sehr, sehr nennenswert. Er müsste jetzt auch im 13. Stock angekommen sein.
Hatte auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Pilze für das Event aufgeladen oder während des Events aufgeladen. Man sieht es auch, er ist hier Full Epic drin. Die Steine sind nicht alle neu seit dem Level, aber wenigstens, ja, hat er da. Also da hat er sogar noch vielleicht ein bisschen Potenzial. Ja, 13. Stock muss auf jeden Fall schon dabei sein. Wenn er dann das Glück hat, weitere gute Steine zu finden, da kann dann sicherlich auch noch mal was gehen in der Schattenwelt oder im Twister. Der ist noch nicht aller Tage Abend und auch erst im Durchschnittslevel noch ordentlich vorgekommen. Und ja, hat er auch gute Raid-Beteiligung. Da macht er natürlich auch ein paar Mobs gut weg. Und Mulatom, der hat auch sich entwickelt. Ja, anders als die Mannschaft von Bayern, wir haben es gehört. Hat sich entwickelt von 107, dann Level auf 155 im Irren aus. Und lustig, ihm fehlen ein paar Steine. Er hat hier eine Epic-Waffe drin. Ich glaube, die ist richtig stark. Die hat auf jeden Fall gute Rechts-Rausspanne. Hier fehlen viele, viele Steine. Wahrscheinlich könnte er noch mehr Level machen mit seinem Warrior. Und hier, Leute, hier habt ihr es halt. Er Free-to-Play. Ich glaube, er hat nur einmal Pilze bekommen, mal bei einer Verlosung. Oder vielleicht selbst zweimal. Na, also Pilze kann ja jeder auch free erspielen oder mal verlost bekommen. Und das ist jetzt gar nicht so mega weit weg von anderen Spielern wie Images oder Beharter Dorsch, die vielleicht ein paar Pilze auch geholt haben. Man kann Free-to-Play mit viel Zeiteinsatz auch sehr gut spielen. Bezeichnend ist zum Beispiel auch, dass er 72% SA hat. Also das ist wirklich eine sehr starke Leistung, die er hier führt. Er ist jetzt mittlerweile beim Irrenhaus, war vorher bei Superjagd, da weiß ich nicht, was da passiert ist. Aber hey, werden wir noch sehen. Und jetzt kommen wir zu Natu. Natu hat sich auch zum Event nochmal nicht lumpen lassen und hatte während der 20% Aktion sein Profi-Pro-Paket geholt mit meinem Creator-Code. Vielen Dank an dieser Stelle für den Support. Bei jedem, der das auch irgendwie nutzt. Ja, und Natu, der hat auch gut gelevelt, möchte ich sagen, von 236 auf 266. Er hat ja schon hoch angefangen. Ne? Das ist gar nicht so leicht, noch viele Level zu machen. Trotzdem 30 in der Höhe ist echt gut. Hat ja auch ambitionierte Ziele. Ja, also Top-Ränge erzielen mal. Jetzt ist er gerade bei 64. Das sieht sehr so aus, als wäre er ja ein bisschen runtergefallen, aber das ist er, glaube ich, nicht. Das ist nur bedingt von allen Sachen. Vielleicht hat er auch Quest-Equipment lange drin gehabt, weiß ich nicht. Trotzdem spielt er hier sehr gut, ist der höchste Spieler bei den Tactical Bunnies. Und jetzt kommen wir nochmal zu den von mir vorher schon erwähnten Statistiken. Da gehe ich jetzt nochmal in die andere Szene. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass man sich die jetzt hier auch aufrufen kann. Und auf Server 7, wenn man jetzt nur mal vom Level ausgeht, also die Levelstufen sind nicht ganz aktuell. El Grancho zum Beispiel ist jetzt Level 320 schon, aber hier noch mit 315. Ich weiß nicht, auf welche Basis die Daten gezogen werden. Ob das auch einmal 18 Uhr passiert oder wie auch immer. Trotzdem ist hier Natu vom Level her im Moment Rang 72 mit einigen anderen Spielern. Er steht hier bei 266 sogar. Ja, das passt. Na, mittlerweile ist er 267, hat auch gerade wieder Level gemacht. Und was halt auffällt ist, und da können wir jetzt mal hier weitergehen. Ich habe seine Entwicklung hier, dass er zum Beispiel ein paar Tage lang, wenn man jetzt mal hier so ein bisschen reingeht in die Aktualisierung, hier ist ein bisschen stagniert im Level, aber das liegt ja dann auch immer an den Events. Hier gab es einen Level-Push über die letzten Dungeons. Und hier hat er auch nochmal gepusht. Das war jetzt ja dann schon zum Halloween-Zeitraum. Also hier sieht man richtig auch, wo die Level-Pushes grob da waren. Ja, hier hinten rum gab es ja eben auch die Pilze. Vorher hat er sich aber auch nochmal Pilze geholt. Das könnte hier gewesen sein. Ja, und dann gehen halt die Dungeons. Ne? Die Pay-to-Win-Spieler, klar, die ballern Pilze dann rein und die ballern es auch gleich wieder raus. Aber das ist ganz nice, dass man das dann hier auch im Zuge dieser Statistik sogar auf den Tag genau bei neueren Servern sehen kann, ja. Und im Weltenrang hat er sich natürlich nach unten entwickelt, sieht ein bisschen lustig aus. Ich hätte gerne noch ein paar andere Statistiken, aber wir gehen nochmal hier zurück, denn eins finde ich auch noch sehr interessant auf dem Server und das sieht man auch in der Ehrenhalle, wenn man jetzt mal nur auf die Assassinen guckt.
Von den Assassinen her ist Natu der 7. höchste gelevelte Assassine. Vom Hauptattribut her ist Natu im Moment der 11. stärkste Assassine. Also, insgesamt muss man aber auch sagen, sind die Assassinen auf dem Server recht gut vertreten, wenn man mal überlegt, dass 4 oder 5 Assassinen in den Top 30 sind. Das ist nicht sehr häufig der Fall von allen Spielern. Aber man muss auch sagen, dass viele Assassinen eben auch bei Apple Pay sind, also gerade die stärksten Assassinen. Das heißt, jeder andere Assassine kann sich aber messen. Wir haben dann einige auch starke Assassinen beim Königreich dabei, Aquavite, und dann kommt halt auch schon Tecticubanis, Noziene, Los Innombrables, also verschiedenste Assassinen aus verschiedenen Gilden, unter anderem auch unser Natu. Wenn sich hier abseits, sage ich mal, der Assassin von Apple Pay auch eine gute Competition sehen, und da müssen wir nochmal einen Shoutout an die Statistik machen. Das wäre jetzt so einfach gar nicht kristallisierbar gewesen, aus dem Spiel schon gar nicht heraus. Klar, über SF Game Tools wäre es möglich gewesen, aber so ist es natürlich viel, viel einfacher. Deshalb drücke ich Natu die Daumen, dass er weiterhin so gut performen kann. Wir kommen dann als nächstes zu Nighty. Nighty ist Level 130. Er war damals Level 75. Da ist auch ein bisschen was gegangen. 65 Level hat er gemacht. Superjagd spielt er nach wie vor. Molatom ja nicht mehr dabei. Nighty ist aber noch dabei. Was hier auffällt, ist, dass jetzt hier gerade keine Tränke vorhanden sind. Ich vermute, das liegt daran, dass er jetzt nach dem Event, vor allen Dingen nach dem Halloween-Event, da nichts mehr riskiert hat. Und du Mirror Naked Best. Ich weiß jetzt aber auch nicht so richtig, ob das jetzt hier eine Message an uns sein soll oder nicht. Also müssen wir weiter beobachten. Dazu sei gesagt, dass Nighty auch SA gemacht hat von, Moment, ja, 67% auf 70, fast 71. Also da ist auch ein bisschen was passiert. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob er hier irgendwie Ambitionen hat aufzuhören. Das weiß ich nicht. Müssen wir überlegen. So, wer nicht aufgehört hat, ist Sergio. Ja, das war eigentlich klar. Also er ist wahrscheinlich in einem direkten Battle mit El Chefe auch. Die sind jetzt beide 250. Dick Crazy ist ja auch jetzt bei 253. Also wahrscheinlich ist es ein Triple Battle, ein Trio Battle, Trio Infernale oder so. Von daher sind die Ergebnisse gerade sehr, sehr ähnlich zwischen den Kollegen und Kolleginnen. Aber es sind, glaube ich, alles Kolleginnen. Und ja, natürlich spannend. Wobei man hier schon wieder sieht, der Sergio, der muss in den letzten 20, 30 Minuten nochmal gepusht haben, weil er wahrscheinlich wusste, ich mache eine Players to Watch. Hat er sich gedacht, gehe ich gleich nochmal vor. Ja, der ist gleich nochmal vorgegangen. Der hat sich jetzt hier nach vorne geschoben. Zweithöchster Spieler meiner Players to Watch. Nur Natu ist noch besser. Der Sergio, der haut richtig rein. Und Naked Man zieht auch weiterhin durch. 27 Level. Klar, so ein XP, wenn das jetzt richtig was wert für die. Und er hat jetzt auch mal seine Dungeons geupdatet, die er machen konnte. Dungeon 1 ist clear, 2 ist clear, 3, 9 von 10. Krass. Leute, schaut euch das an, ja. Am 6., 7. und 8. ist er noch beim 1. Da ist er gar nicht stark genug, die zu legen. Und den 9. hat er noch nicht bekommen. Echt famos, ja. Jetzt A ging trotzdem noch mal was. Er ist ja immerhin trotzdem Level 107, ne? Das ist so verrückt. Der Naked Man mit dem, was er hier macht. Wunderbare Sache, dass er dabei ist bei den Players to Watch. Das hätte ich sonst nie mitbekommen. Aller Ehren wert. Ja, und nicht ganz so ehrenwert jetzt ist der Xandalf. Xandalf ja sehr häufig dabei, aber dann auch sehr häufig mit dem gleichen Ergebnis, dass er ja, okay, er hat es hier geschrieben, es ist langweilig auf dem Server, dementsprechend hat er aufgehört. Ja, man muss dazu stehen. Ja, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht passt, sollte man die Reißleine ziehen, ist vollkommen okay. Was er hätte machen können, ist theoretisch sich noch nackig machen, vielleicht in der Unterwelt. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf EO7 für die Unterwelt geeignet sind, aber wir nehmen ihn jetzt mal ganz offiziell raus aus der Sache. Und ja, Leute, dann war es das schon wieder. Zum Abschluss des Videos, verbessernd, nochmal mein Antlitz. Ich war nämlich beim Friseur letzte Woche
Und, nee, Quatsch. Auch wenn ihr das Video seht, letzte Woche. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Wochenstart. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Die Kamera ist, ich muss die mal ein bisschen anders machen, ne?